Was geht ab, Leute? Janik mein Name und willkommen zu einem neuen Video. Wenn wir über Techwear sprechen, fallen oft die Worte wie Funktionalität, Langlebigkeit, Wetterfestigkeit, High-Performance-Materialien, aber auch Komfort. All dies trifft auch auf ein Genre zu, welches wir noch wirklich gar nicht behandelt haben hier auf dem Kanal, und zwar Military Techwear. Heute beantworten wir mal die Fragen, was macht Military Techwear überhaupt aus, wieso kann es eine gute Alternative sein gegenüber den Mainstream-Shops und was für Shops gibt es überhaupt in diesem Bereich. Vorweg erstmal ein großes Dankeschön an Tetraden vom Techwear Germany Discord. Er hat mir wirklich sehr geholfen, gerade mit Shops und Erfahrung im Bereich Military Techwear. Und ohne ihn wäre wahrscheinlich dieses Video gar nicht möglich gewesen. Wie ihr wahrscheinlich bemerkt habt, haben viele Techwear-Outfits, aber auch Marken wie Maharishi, Ride Division, aber auch Tobias Berg-Nielsen einen sehr großen militärischen Einfluss, was das Design, aber auch die Funktion selber angeht. Also ich rede hier nicht von Magazintaschen oder Holstern, sondern eher so in die Richtung Westen, aber auch Schuhe. Selbst High-End-Fashion-Marken wie Adidas Y3 greifen immer wieder auf ein sehr militärisches Design zurück, wie zum Beispiel bei den Adidas Y3 Notoma Boots. Wer Kleidung sucht, die besonders robust, stabil, aber auch gemütlich ist mit Military Techwear wirklich sehr, sehr gut bedient. Aber auch für Leute, die jetzt vielleicht nicht diesen großen Wert auf High-End-Fashion legen, beziehungsweise auf den High-End-Fashion-Look und vielleicht auch nicht 800 € für eine Jacke ausgeben wollen, ist Military Techwear wirklich eine sehr, sehr gute Alternative gegenüber diesen Mainstream-Shops. Also klar, ihr habt hier immer noch High-End-Fashion bzw. High-End-Produkte, die auch teuer sind. Aber wenn ihr hier ungefähr so, sagen wir 150 € für eine Jacke, Hose oder ähnliches ausgebt, habt ihr wirklich sehr, sehr gute Qualität und auch Langlebigkeit von den einzelnen Produkten. Ihr habt es hier auch deutlich einfacher, gebrauchte Kleidung zu finden. Normalerweise kauft man ja sowas auf Vinted, eBay oder auch Grail zum Beispiel. Aber hier hat man einfach den Vorteil, dass diese Militärshops alte Militärbestände aufkaufen, die wirklich immer noch sehr, sehr gute Qualität haben und vielleicht einfach nur 1- bis 2-mal getragen wurden und dann für wirklich sehr, sehr wenig Geld an uns weiterverkaufen. Also hier findet man wirklich T-Shirts zum Beispiel, wirklich sehr, sehr gute T-Shirts mit sehr, sehr guter Qualität für so 15 €. Wenn man mal anfängt zu stöbern in Shops wie zum Beispiel ASMC oder Recon Company, wird man doch sehr schnell merken, dass Funktionalität hier wirklich an erster großer Stelle steht. Also designtechnisch und auch farbtechnisch ist man da leider etwas eingeschränkt. Klar, also Schwarz gibt es immer, so, aber die anderen Farben sind da meistens Oliv, manchmal noch Beige, Grautöne, wenn man Glück hat auch noch verschiedene Blautöne. Ihr werdet natürlich auch merken, dass es auch viel Flecktarn bzw. Tarnmuster zu kaufen gibt. Da muss man meiner Meinung nach immer ein bisschen gucken. Also in meiner Meinung ist Flecktarn nicht mehr tauglich für den Alltag, also man kann es nicht mehr im Alltag tragen, ohne als, Entschuldigung, Vollidiot dazustehen. Es ist einfach outdated. Muss aber natürlich jeder für sich selbst wissen. Aber auch bei alten Militärbeständen muss man immer aufpassen. Da gibt es dann noch Kleidung, wo das Hoheitsabzeichen noch drauf ist, beziehungsweise das Hoheitszeichen, aber auch Security Branding. Es ist nicht verboten, sowas als Zivilist zu tragen in der Öffentlichkeit, aber es ist einfach nicht gerne gesehen von Leuten, die wirklich als Soldaten oder Security natürlich arbeiten. Man kann die Sachen, wenn man möchte, natürlich auch noch abdecken mit Patches zum Beispiel. Bezüglich Hersteller haben wir hier 3 große Kategorien. Da haben wir einmal die Billigmarken wie MFH, Branded oder auch Miltech. Und wie ihr bemerken werdet, diese Shops gibt es sogar bei Amazon zum Beispiel und haben oft eine sehr, sehr große Palette an Kleidung, Rucksäcken, Taschen, Gürteln. Also die haben wirklich einen sehr, sehr großen Umfang, einfach nur was das ganze Angebot angeht. Sind wie gesagt die Billigmarken. Also was Qualität angeht, dürft ihr hier wirklich nicht das High-End-Kram oder den High-End-Kram erwarten. Die Qualität ist, nennen wir es, ausreichend. Die Verarbeitung ist meistens nicht ganz so geil. Nähte sind zum Beispiel oft nicht ganz so toll verarbeitet oder ihr müsst Sachen öfter bestellen, einfach weil die Größe nicht passt und weil ihr mehrere Größen ausprobieren müsst. Nichtsdestotrotz ist die Qualität immer noch okay. Also ihr kauft jetzt nicht kompletten China-Müll. Es kommt zwar aus China, wie zum Beispiel Miltech, aber es ist jetzt nicht komplett Müll. Also ihr müsst es jetzt nicht wegschmeißen. Man kann es zum Beispiel in der Stadt tragen, aber ihr dürft hier auch nicht mit Langlebigkeit rechnen. Dafür sind die Preise wirklich sehr, sehr niedrig. Also da zahlt ihr für ein Shirt zum Beispiel einen 10er oder für Hosen 30 bis 40 €. Als zweite Kategorie haben wir die privaten Verkäufer und Hersteller, wie zum Beispiel Leo Köhler, Helicontext, aber auch Cry. Bei Leo Köhler und Helicontext seid ihr da bei 50 bis ca. 200 € für einzelne Garments. Bei Cry wird das Ganze schon ein bisschen teurer, bis zu 500 € pro Kleidungsstück. Ihr werdet auch merken, bei diesen Verkäufern und Herstellern liegt der Fokus wirklich sehr, sehr groß auf Funktionalität. Als Beispiel haben wir da die Helicon Alpha Tactical Grid Fleece Jacket mit elastischen Ärmelabschlüssen, Kordelzug unten, YKK Front Reißverschlüsse, die auch zum Beispiel von Enfant Levé verwendet werden
und ausreichend Taschen. Zwar fokussieren sich natürlich diese Shops auch bzw. diese Hersteller auf militärische Kleidung, jedoch habt ihr in dieser Kategorie auch die Chance, nochmal Kleidungsstücke zu finden, die vielleicht nicht diesen ganz extrem militärischen Look haben, sondern vielleicht noch ein bisschen experimental oder auch einfach nur schlichter. Als letzte Kategorie haben wir die Militärbestände. Also ich denke mal, der Begriff ist für die meisten ziemlich selbsterklärend und wenn ihr hier Kleidung kauft, ist diese eigentlich auch fast unzerstörbar. Natürlich müsst ihr auch bedenken, ihr kauft hier Kleidung direkt von den Armeen, also ihr kauft sozusagen Uniform. Aber wenn ihr wirklich sehr, sehr großen Wert auf Haltbarkeit legt, ist das wahrscheinlich euer Way to go. Allgemein möchte ich euch auch nochmal ans Herz legen, dass sowas wie Magazintaschen, Granatentaschen, aber auch Schutzwesten nur noch sehr, sehr, sehr wenig mit Techwear zu tun haben. Ja, wenn ihr auf Instagram guckt unter dem Hashtag Techwear, werdet ihr viel davon sehen, aber es hat wirklich kaum noch was mit den Grundregeln von Techwear zu tun. Man kann es aber nicht tragen im Alltag, meiner Meinung nach. Es fällt einfach viel zu doll auf. Die Funktionalität kann man nicht nutzen. Also in eine Magazintasche passt weder ein Handy noch eine Wasserflasche. Und wieso soll ich meine Wasserflasche auf meiner Brust vorne tragen? Es sieht einfach, sorry, aber man sieht wie ein Vollidiot aus. Und man wird einfach auch sehr, sehr schnell abgestempelt von anderen Leuten. Auch zum Beispiel Tarnmuster oder Flecktarn. Da muss man wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Und es gibt da wirklich nur diesen, sehr, sehr schmalen Grad zwischen kann man noch tragen, wenn es gut kombiniert ist in einem Outfit und nicht ganz so auffällig ist. Und dann einfach, okay, das sieht viel zu doll in diesen, Richtung Militär aus. Kommen wir zu den Shops und hier habt ihr wirklich die Qual der Wahl. Also alle Shops bieten wirklich fast die gleichen Marken an und unterscheiden sich meistens nur in der Größe des Sortiments. Also lohnt sich hier besonders, wenn ihr ein Kleidungsstück bei Shop A gefunden habt, welches euch sehr gefällt, was ihr kaufen möchtet, dann guckt unbedingt nochmal bei Shop B, C, D nach. Vielleicht gibt es da das gleiche Kleidungsstück in nochmal ein bisschen günstiger. Als Beispiel gibt es da zum Beispiel den damaligen Ranger Shop, der jetzt ASMC heißt. Da findet ihr wirklich alles, also von ganz günstig bis ganz teuer. Wenn ihr aber zum Beispiel auf Nummer sicher gehen wollt, einfach was die Qualität angeht und sofort im mittleren Preissegment einsteigen wollt, dann ist der Shop Recon Company wahrscheinlich etwas für euch. Ich habe mir auch mal die Zeit genommen und bei den Shops etwas gestöbert, bei ASMC zum Beispiel, und habe da wirklich ein paar sehr, sehr interessante Artikel gefunden. Die Snugpack Sleeker Jacket Elite zum Beispiel ist wendbar und lässt sich in schwarz, aber auch oliv tragen und hat einen sehr schlichten, fast zum Bomber-Jacket-mäßigen Look. Solche Jacken könnt ihr in super vielen Outfits tragen, einfach weil sie einen sehr schlechten Look haben. Und die Reviews sind bei dieser Jacke auch wirklich sehr, sehr gut. Dank Paratex seid ihr hier komplett wasserfest am Start. Und oft werden euch auch Temperaturen angegeben als sogenannte Komforttemperatur. Manchmal hat man ja bei Jacken das Problem, dass man nicht weiß, okay, ist die jetzt warm genug oder ist sie viel zu warm für die Temperaturen. Bei dieser Jacke sind das -5 Grad und in Extrembereichen -10 Grad. Wenn ihr es etwas futuristischer haben wollt, gibt es da die Carinthia Jacket LIG 4.0 in schwarz, grau, aber auch oliv für knackige 180 €. Hier auch wieder sehr schlicht, aber etwas figurbetonter und man hat noch den zusätzlichen Hoodie dabei. Das Außenmaterial ist auch hier auch wieder wasserabweisend und das Innenmaterial sowie die Taschen haben auch einen sehr, sehr warmen Thermoflies. Wenn man sich in die Richtung leichter Tarnmuster begeben möchte, finde ich ja immer Alpin-Tarnung ziemlich nice, einfach weil es ein sehr, sehr schöner Kontrast ist zu dem Schwarz, was man ja doch sehr häufig sieht. Auch da hat Carinthia was, und zwar die ECIG Extreme Cold Insulation Garment Alpine Jacke. Geht fast in Richtung Ride Division mit einem sehr brutalistischen, aber auch kantigen Design und ist natürlich auch etwas preiswerter hier mit 400 €. Dafür habt ihr 12 Taschen, eine gefütterte Kapuze, wasserabweisendes Außenmaterial und eine Komforttemperatur von freaking 30 Grad. Also wenn euch hier kalt wird, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Die Jacke geht meiner Meinung nach auch nicht zu doll in den militärischen Look, also nicht zu doll in diese Tarnmusterrichtung und hat immer noch einen gewissen Techwear-Look und lässt sich somit auch im Alltag tragen. Das Einzige, was ein bisschen schwerer zu finden ist, sind Hosen, die jetzt nicht krass in diesen militärischen bzw. Security-Look gehen, wie zum Beispiel die UF Pro-Hose P40 Ultra Gen 2 Tactical Pants Steel Grey. Sorry für den langen Namen. Die haben oft sehr, sehr markante Taschen, einen sehr, sehr markanten Look generell. Und auch Taper findet man nur sehr, sehr schwer. Also Taper ist für mich nicht die Kordel, die man unten am Fußgelenk zuzieht, sondern schon wirklich ein reingeschnittener Taper sozusagen. Da gibt es zwar von Branded die Ray Vintage Trousers, aber ist halt von Branded. So muss man gucken, wie die Qualität halt ist. Dazu gab es jetzt keine Reviews zu der Hose, aber kann man ja bestellen. Wenn sie schlecht ist, schickt man sie zurück. Was man allerdings sehr gut finden kann, ist Gear. Heißt sowas wie Gürtel, kleinere Taschen, Rucksäcke, aber auch Umhängetaschen. Wir Techwear-Liebhaber lieben ja unsere Cobra Buckles zum Beispiel. Und da gibt es zum Beispiel einen sehr, sehr schlechten Gürtel von Helicontex für 40 €.
Also ist jetzt nicht extrem günstiger als zum Beispiel Ride Division. Bei Ride Division würdet ihr da 60 € für einen Gürtel zahlen, aber es kommt noch Zollkosten und Versandkosten hinzu. Also, ja, 40 € geht voll durch. Wie eben gesagt, habt ihr gerade bei Taschen auch ein sehr, sehr großes Sortiment. Und da gibt es wirklich für den kleinen Geldbeutel was, aber auch für den größeren etwas. Bei dem kleinen habt ihr da zum Beispiel Gürteltaschen. Man darf es natürlich auch mit denen hier nicht übertreiben. Und man muss immer noch gucken, okay, wie viel Nutzen haben die wirklich und wie viel Nutzen brauche ich. Also ihr könnt jetzt nicht 5 Gürteltaschen an einen Gürtel ballern. Das sieht auch ein bisschen bescheuert aus. Aber dafür habt ihr hier einen wirklich sehr niedrigen Preis für einen Zehner meistens für eine Gürteltasche. Aber auch Umhängetaschen gibt es wirklich sehr, sehr viele. Da gibt es zum Beispiel die TT Modular Support Bag. Ist immer noch, wie gesagt, modular. Heißt, ihr könnt da Pouches etc. hinzufügen. Und für den Look, also dieses grau, etwas futuristisch, schlichtes Design, für 80 € geht das voll durch. So, bei exklusiven Marken zahlt ihr da auch nicht viel mehr oder viel weniger. Also bei zum Beispiel Crumpler würdet ihr für so eine Tasche genau den gleichen Preis zahlen. Für dieses Video bzw. zur Feier des neuen Jahres habe ich die Techwear Shopliste auch noch einmal komplett überarbeitet. Heißt, ihr findet da jetzt wirklich alle Techwear Shops weltweit, die ich kenne und wo ich auch selber bestellen würde. Also Shops, denen ihr wirklich vertrauen könnt. Wenn in der ganz rechten Spalte ein Yes steht, könnt ihr da auch innerhalb der EU bestellen, ohne euch Gedanken um Zollkosten zu machen. Diese Liste halte ich natürlich genau wie die alte up to date. Heißt, wenn ich mal einen neuen Shop kennenlerne, füge ich den hinzu. Und im zweiten Tab unten findet ihr dann auch nochmal Military Shops. Die muss ich nochmal komplett updaten. Da sind jetzt nicht alle drin, aber schon mal ein paar. Und ja, wenn ihr mal stöbern wollt, checkt gerne die Liste ab, findet ihr in der Beschreibung. Hier auch nochmal ein großes Dankeschön an Tetra für die Hilfe bei diesem Video, für die Hilfe bei der Recherche. Seinen Instagram-Link und YouTube-Link findet ihr unten in der Beschreibung. Falls ihr Fragen habt, Kritik, Tipps etc., haut sie gerne in die Kommentare. Für 2021 habe ich wirklich insane viel geplant auf diesem Kanal. Deswegen, ein Abo lohnt sich wirklich sehr und ich würde mich natürlich sehr darüber freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein! Ich hoffe natürlich, dass ihr alle einen sehr, sehr guten Rutsch in das neue Jahr hattet. Eigentlich sollte ja als nächstes Video, bzw. als dieses Video, das Jackenreview kommen. Diese musste ich aber nochmal zurückschicken für ein paar kleine Anpassungen. Heißt, vor dem nächsten Wochenende oder danach sollte dann endlich das Review auf diesem Kanal kommen. Weil am Wochenende selber muss ich arbeiten. Aber hier auch nochmal ein großes Dankeschön an alle Leute, die bis jetzt abonniert haben. Trete gerne dem Techwear Discord bei. Ich bin da wirklich sehr aktiv und ihr könnt da mich auch privat anschreiben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein.